Arbeitest du mit Human Design und verwendest du auch schon künstliche Intelligenz, vielleicht für deine Analysen zur Coaching-Vorbereitung oder zur Erstellung von schriftlichen Reports? Wenn du KI verwenden möchtest, nicht nur für Einzelanalysen, Coaching-Vorbereitung oder solche Dinge, sondern auch Partnerschaftsanalysen, ganze Business-Team-Beratungen, Lebenszyklen, Transitvorschauen und dergleichen erstellen möchtest, dann bleib dran, weil im folgenden Meeting zeige ich, wie du 64 Keys und KI-Tools wie ChatGPT und Claude verbinden kannst, um solche genialen Analysen zu bekommen. Also gut, beginnen wir Human Design im Dialog mit künstlicher Intelligenz und lasst uns anfangen mit ein paar guten Fragen. Zum Beispiel, zeig mir die 3 größten beruflichen Herausforderungen dieser Person, also da geht es um einen Einzelchart, und formuliere dazu wirksame Coaching-Fragen. Oder für eine Partnerschaft, analysiere die wichtigsten Dynamiken in dieser Partnerschaft, wo entstehen Spannungsfelder und welche Entwicklungschancen ergeben sich daraus. Oder, noch eine schöne Frage, für ein Team, also für ein Penta, analysiere dieses Team, wo liegt das größte Potenzial, wo entstehen wahrscheinlich Reibungsverluste und welche konkreten Empfehlungen gibst du für die Zusammenarbeit? All diese Fragen können wir uns jetzt live anschauen. Ich teile da mal kurz meinen Bildschirm und zeige euch gleich bei der Gelegenheit die ganz neue ChatGPT Desktop App. Hier siehst du das Beispiel, also ein 64 Keys Chart einer Initiatorin, Manifestorin, 1984 geboren mit dem Kämpferkanal und dem Abenteurerkanal. Und da ist der Prompt, liest die Anweisungen auf der Seite und zeige mir die größten beruflichen Herausforderungen und formuliere wirksame Coaching-Fragen. Fasse dich kurz, habe ich ChatGPT dazu gesagt, weil der kann immer sehr lang reden und Level fortgeschritten. 28 Sekunden ist nicht besonders lang. Wesentlichstes Thema Wirkung ohne Widerstand. Also sie ist natürlich eine, die sehr schnell initiiert, aber vielleicht andere zu spät einbezieht. Dadurch entstehen Reibung, Zorn, unnötige Alleingänge. Und die Coaching-Frage wäre, wen betrifft dein nächster Schritt konkret? Was müsstest du vorher sagen, damit du Unterstützung statt Widerstand bekommst? Also ich meine, das ist klassisch Human Design, ist aber absolut richtig. Tempo versus emotionale Klarheit. Sie ist natürlich sehr handlungsstark und ergebnisorientiert, wie Initiatoren im Beruf sind, aber ihre Entscheidungen brauchen emotionale Reifung. Zu frühes Entscheiden kann beruflich teuer werden. Und die Coaching-Frage ist, woran erkennst du den Unterschied zwischen echten inneren Go oder nur momentaner emotionaler Dringlichkeit? Finde ich auch eine schöne Coaching-Frage. Und Troubleshooter-Qualitäten, sie ist eine 3-5er-Initiatorin und ist natürlich dafür gemacht, Probleme zu lösen, zu experimentieren und auch Erwartungen anderer zu ertragen. Und die Gefahr ist, alles selber machen zu wollen, alles selber retten zu wollen. Also die Coaching-Frage hier, welche Probleme gehören wirklich in deine Verantwortung, welche löst du nur, weil andere deine Wirkung erwarten? Auch eine schöne Frage. Und jetzt zeige ich euch noch das andere Beispiel von der Partnerschaft. Da haben wir hier einen Koordinator, einen Jungen, und ein Mädel, eine Spezialistin, die Diana. Und da war jetzt die Frage, die Dynamiken in dieser Partnerschaft, wo entstehen Spannungsfelder, welche Entwicklungschancen ergeben sich. Und hier kommen schon gleich die wichtigsten Dynamiken. Wahrnehmen trifft Umsetzen, unterschiedliche Entscheidungsrhythmen. Also Luca ist hier emotional, Diana ist hier ein bisschen schneller. Dann starke Rollen- und Führungsdynamik, weil Diana hat hier den Kanal der Führung, 731, aber auch Luca hat hier stark Willenskraft und Emotion, also führt durch Wahrnehmung, Orientierung und Durchsetzungskraft. Und was die beiden besonders verbindet, steht da, hier wird dann auch Bezug genommen auf diese elektromagnetischen Verbindungen, die hier sind. Spannungsfelder, emotionale, mentale Trigger, da werden Triggerings erklärt. Ich habe dann noch nachgefragt, kannst du das Triggering in diesem Composite erklären? Da gibt es oft Schwierigkeiten für unsere Studenten, das wirklich zu verstehen. Und auch hier erklärt ChatGPT das Triggering ganz gut in Tor 56, 55,
Tor 4, also hier seht ihr 56, 55, Tor 4, Tor 63 und so weiter. Also sehr schön. Und dann zum Schluss habe ich, glaube ich, noch gefragt, das sind 2 junge Menschen, fassen mir das ganz kurz zusammen, was für die 3 wichtig ist, weil ich das immer schön finde, wenn das dann kondensiert ist auf 3 Punkte. Wenn ich jetzt ein Coaching mit denen hätte, könnte ich noch einmal auf meinen Schummelzettel schauen, habe ich nichts vergessen. Ist ganz cool. Und ich zeige euch auch noch die Teamanalyse. Hier seht ihr ein Teampenta geöffnet, ein Koordinator, 2 Umsetzer, also Generatoren, 2 Spezialisten. Hier seht ihr das Teamkraftfeld also das Penta-Kraftfeld mit 3 Defiziten, Teamklimaindex. Und hier unten, das ist die Pro-Version von 64 Keys, gibt es diese ganzen Business-Features auch noch einmal ausgewertet mit Teamrollen, Talent, Kooperation, Prosperität und so weiter, Entscheidungen, Penta-Attribute, die Powerbase und so weiter. Und das Coole ist, und das finde ich eins mit der stärksten Tools jetzt mit KI, dass ChatGPT, aber auch die anderen Tools das wirklich gut analysieren können. Also macht hier ein Gesamtbild, dann das Potenzial der Einzelpersonen, also Sarah, Mary, Sandra, Sue und Hendrik werden alle analysiert, Teamworker, Teamleader, was sie einbringen, Koordinatorin und Support und so weiter. In Summe ist Netzwerken und Kunden mit Abstand das stärkste Penta-Attribut, das ist richtig. Das ist übrigens ein Sales-Team, ich weiß nicht, ob ich es dazu gesagt habe, also nimmt auch darauf Bezug. Und Reibungsverluste ist immer interessant. 2 unterschiedliche Führungszentren. Sarah und Sue erscheinen beide als Teamleader, führen aber gegensätzlich. Das ist richtig spannend. Das sieht man hier. Sarah, Kanal 731, ein Teamleader. Und auch Sue 731 und ein Teamleader. Und da ist natürlich in jedem Team immer die Frage, wer führt, wer kann sich durchsetzen, wer bekommt das wirklich formal die Führung. Also hier steht auch die Sarah eher konsensual, beziehungs- und netzwerkorientiert, die Sue sicher bestimmend, detailorientiert. Also das kann dann schon mal, könnt ihr euch vorstellen, in so einem Team zu Diskussionen führen. Und steht der gemeinsame Rhythmus, weil hier das Tor 15 fehlt. Zu wenig systematische Reflexion, weil hier die Umsicht im Penta fehlt. Also wer von euch eine BG-Pfizer-Ausbildung hat oder ein Pro-Training bei uns gemacht hat, kennt sich damit vielleicht noch aus. Und das fehlende Commitment fehlt, also das ist auch ein Problem. Zusagen können zu schnell entstehen, Verantwortlichkeiten bleiben diffus oder Dinge werden nicht komplett konsequent abgeschlossen. Und dann gibt's hier jetzt noch konkrete Empfehlungen. Die Führung zu teilen, für jede Opportunity, also ich nehme an, das bezieht sich auf den Sales-Bereich, ein verbindliches Commitment-Protokoll einführen, wer übernimmt den Kunden wie, also Zusagen, Verantwortlichkeiten und so weiter, Entscheidungsrechte schriftlich festlegen, Deal-Reflexion institutionalisieren für gewonnene und verlorene Deals im Vertrieb, jeweils 3 Fragen dokumentieren, Marketing und Kommunikation gezielt verstärken. Also ich meine, du kriegst hier eine ganze Bandbreite an Empfehlungen und das macht irgendwie deutlich, einerseits kann KI niemals einen kundigen Human Design Berater ersetzen, der das gelernt hat, der das verkörpert, der das lebt. Aber wenn du selbst das lernst und dich damit gut fühlst, du kannst deine Beratungen einfach auf ein ganz anderes Level heben, weil KI natürlich nicht nur sich gut auskennt in Coaching, Therapie, Lebensberatung, Kommunikation mit Teenagern, Eheberatung, Managementberatung, Teamberatung, all diese Dinge. Und wir selbst können das normalerweise nie in einer Person vereinen oder wir haben vielleicht unsere Spezialitäten oder Erfahrungen, aber wir haben nicht sofort 1000 Ideen, wie man so ein Team begleiten könnte. Und ich habe dann noch das gemacht, schreibe mir die wesentlichsten Punkte für den Teamleiter, wie er das zu führen hat, in die Vorlage meiner Teamanalyse. Und dann dauert es 2 Minuten und dann kriegst du hier auch noch eine fertig gedruckte Teamanalyse. Die kann ich euch auch noch zeigen. Ist jetzt wirklich simpel, kann man sicher noch schöner und aussagekräftiger gestalten. Also wir sind hier angekommen in einer neuen Zeit, wo es nicht mehr um ein Reading geht, Menschen vorzulesen, du bist der Typ, du hast die Zentren, du hast das Profil und immer so nach einer vorgegebenen Reihenfolge, so wie wir das früher gelernt haben, sondern du kannst jetzt echte Fragen stellen. Du kannst Menschen begleiten mit ihren tatsächlichen Themen
Und die KI kann ins Chart schauen und Wissen verknüpfen, dass das für dich ja hier einen Unterschied macht. Kann ich da eine Frage stellen? Bitte, ja. Ist das, was du gerade gezeigt hast, etwas, was aus dem nativen ChatGPT rauskommt? Oder hast du da vorher irgendwelche Dateien hochgeladen? Nein, das zeige ich euch jetzt. Das zeige ich euch jetzt, was wir gemacht haben. Also, wie haben wir das gemacht? Oder wie geht das jetzt? Du öffnest das Chart in Zukunft, also wenn du dann so ein Tool hast, und die passende 64-Keys-Seite bleibt die gemeinsame Datenbasis. Das heißt, du kannst auf der Seite Teamanalyse oder auf der Seite Partnerschaftsanalyse oder Einzelchart kannst du die entsprechenden Fragen stellen. Du bestimmst Fokus, Tiefe, Zielgruppe, gewünschtes Ergebnis und dann kannst du die Antwort prüfen. KI macht manchmal Fehler, also du bleibst der Experte für den Kontext, für die Relevanz und deine Resonanz, ob das passt und trägst natürlich auch die Verantwortung für diese Informationen. Was war unsere Herausforderung? Die KI kennt viel Human Design aus Social Media, aus YouTube, aus allen möglichen Dingen, aber nicht unbedingt immer Gutes, Verlässliches. Es gibt Quellen mit sehr unterschiedlicher Qualität. Stichwort Social Media, das, was gut geklickt wird und Traffic bringt, ist dann scheinbar das Richtige, muss aber nicht stimmen. Es gibt viele Klischees, spirituelle Verallgemeinerungen oder Standardantworten, so wie hör auf deine Bauchstimme und dann wird alles gut, aber manchmal ist das halt ein bisschen als Antwort, zu wenig. Es gibt widersprüchliche Interpretationen und frei erfundene Zusammenhänge und Worte. Also wenn du nur in ChatGPT einfach sagst, ich bin Projektor 5.1 und das ist mein Thema, dann bekommst du teilweise haarsträubende Antworten. Also haarsträubend, wenn du dich nicht in Human Design auskennst, bemerkst du es vielleicht nicht, aber wenn du es gelernt hast, siehst du, da werden Dinge erfunden und Zusammenhänge, die es gar nicht gibt. Und im schlimmsten Fall kriegst du irgendwelche Lebenshilfe, Ratschläge ohne Bezug wirklich zu deinem Chart oder zu deinem Thema. Also für uns war das Thema, wir brauchen eine klar strukturierte Daten- und Interpretationsbasis, gewissermaßen eine Einschränkung, ein Framework, in dem die Intelligenz gut arbeiten kann. Und das ist uns jetzt gut gelungen, wie ich glaube. Es gibt die sichtbare 64-Keys-Seite, die du kennst, mit Chart, Tabellen, Texten, Navigation. Und es gibt eine maschinenlesbare Ebene dazu, AppExpert, wo du vollständige Chartdaten findest. Also das ist eine ganz lange Liste. Du hast es gemerkt bei der Teamanalyse, der weiß von allen 5 Personen alle Einzelheiten. Also alles, was in einer individuellen Kraftfeldanalyse stehen würde, alle Planeten, alle Tore, alle Linien, Kooperationsmodus, Gesundheit, Umgebung, alles steht da drinnen. Ja, das heißt, er hat vollständiges Wissen. Er hat alle Begriffs- und Systembeschreibungen. Das heißt, er weiß, was gemeint ist mit Teamleader, mit Powerbase, mit Penta-Attributen, mit den Toren und so weiter. Deutungsanweisungen und Prioritätslogiken und Interpretationshilfen. Wir haben ja 20 Jahre Erfahrung in der Human Design Ausbildung und haben diese Videos gemacht in der 64 Keys Mediathek und du musst dir vorstellen, wir haben alles da reingepackt. Das ganze Wissen ist super konzentriert jetzt auf den Seiten drinnen. Das heißt zum Beispiel, ich zeige es euch dann noch Below the Line, wo es um Motivation, Sichtweise, Gesundheit geht. Alles, was wir darüber unterrichtet haben und wissen, also wirklich alles, was wir wissen, haben wir da in extrem komprimierter Form auf die Seite gestellt. Und so, dass es die KI gut versteht. Also für einen Menschen sind das relativ sehr knapp gehaltene, logische Anweisungen, sehr mechanisch. Aber für die Maschine, für die KI ist das genau das, was sie braucht, um das alles zu verstehen. Ja? Weil die KI muss natürlich anders als wir das Wissen nicht verdauen und nachempfinden und spüren. Und also wenn man selbst Human Design lernt, dauert das sehr lang, weil man muss es verdauen. Ist das wirklich so? Aber der KI kannst du die Anweisung geben, ja, das ist so funktioniert das ist die Mechanik. Das und das heißt dieses und jenes und dann ist es klar für die KI. Also das war ein sehr schöner Prozess, das alles da reinzustellen und deswegen, das hast du alles drinnen. Das heißt, die KI halluziniert weniger, die KI hat das Wissen, sie macht Fehler manchmal, das werden wir bestimmt auch noch live sehen, aber im Grunde funktioniert es sehr gut. Ja. Diese Seiten sind bereits maschinenlesbar. Das heißt, du kannst Partnerschaft, Einzelchart, Familie, Teams,
das Live-Script, die Zyklen, also auch zum Saturn, Chiron, Return, Uranus-Opposition, was du möchtest, Transite und Timeline. Du kannst also auch eine Vorhersage dir erstellen lassen für den nächsten Monat. Die Listen, um eine Gruppe zu analysieren, ist das ganz praktisch. Hast eine Gruppe von 16 Personen und möchtest diese Liste analysieren lassen. Und auch so Details, die zeige ich euch noch, wie zum Beispiel das Magic Square, ist sie bereits trainiert. Das Einzige, was eigentlich noch fehlt, sind die Aminosäuren. Da gibt's ja diesen Abschnitt, wo du die Aminosäuren anzeigen kannst. Und die Organisationsanalysen, also für größere Gruppen, da sind wir noch dran am Arbeiten, dass das gut funktioniert. Voraussetzung nochmal Expert oder Pro, weil du nur da die vollständigen Chartdaten hast und diesen Layer findest. In der Free-Version oder in der Basic-Versionen gibt's das nicht. Das sind nur wirklich die für Menschen sichtbaren Seiteninhalte und es ist zu wenig für gute Antworten. Also der AI-Layer, so nennen wir das, ist Teil der 64Keys-Seite. Wenn du jetzt einen Screenshot einfach nur machst, also die Seite fotografierst oder Copy-Paste machst, ja, mit der Maus drüber und das rüberschickst oder die URL kopierst, das funktioniert nicht so gut. Also da bekommt die KI keine Zusammenhänge, sie weiß nicht, was ist. Und das ist für Menschen zwar visuell hilfreich, aber nicht für Maschinen. Das funktioniert alles nicht. Fotos hochladen und so weiter, einzelne Tabellen, Textfragmente kopieren. Was du schon machen kannst, ist eine Kraftfeldanalyse oder den Genius-Report als PDF hochladen. Aber auch da fehlen ein bisschen Kontextinformationen. Also in 64Keys Chart öffnen funktioniert besser. Ja, so, jetzt zu denen, die nicht mehr warten können. Wie komme ich zu dieser Analyse? Das erste ist, das zeige ich dann noch, die Tools. Du brauchst einen AI-Browser, also einen KI-fähigen Browser, eine App oder eine Erweiterung. Die musst du downloaden, installieren und dann mit dieser App oder diesem Browser oder dieser Erweiterung die gewünschte 64Keys-Seite aufrufen, wenn du einen Expert-Account hast. Und dann kannst du ein Chatfenster öffnen und mit der KI über diese Seite sprechen. Also das Wesentliche ist, dass die KI die Seite lesen können muss. Manchmal gibt es am Anfang ein bisschen Probleme, weil man eine Einstellung tätigen muss oder eine Erlaubnis geben muss, die Seiten zu lesen. Ich zeige euch das dann gleich. Es gibt verschiedene Tools und Wege. Also das, was jetzt ganz neu ist, die ChatGPT Desktop App. Und die ersetzt das, was es bisher gab, den ChatGPT Atlas Browser. Den gab es allerdings nur für Mac. Das heißt, alle Leute, die ChatGPT lieben und bereits nutzen und auf Windows waren, mussten jetzt noch warten. Und das Warten hat ein Ende. Seit ganz kurzer Zeit, ich glaube sogar seit gestern, ist ein tolles Timing, ist diese ChatGPT Desktop App in der Lage, mit dem Browserfenster auf Seiten zuzugreifen und die zu lesen. Und das gibt's für Mac und für Windows. Das heißt, ChatGPT und du als Nutzer, ihr seht die gleiche Seite und ihr könnt drüber reden. Und es geht, ich habe es schon getestet, auch auf Windows wirklich wunderbar. Und das, was ich euch vorher gezeigt habe, war diese Desktop-App. Ich zeige euch dann auch noch, was man für Einstellungen tätigen muss. Dann gibt's eigene AI-Browser. Die heißen Dia, Comet oder Opera AI. Ich zeige es euch dann noch. Da ist dieser Seitenkontext und das Seitenlesen wirklich Kern des Produkts. Die können das wunderbar. Manche kommen mit 64Keys besser zurecht, andere weniger. Ich finde für Mac, Dia gibt's nur für Mac, ist großartig. Ich bin immer wieder verblüfft, wie gut das funktioniert. Dann gibt's so den Microsoft Edge Browser mit Copilot. Auch das funktioniert. Da ist es so, dass je nach Region der Kontextzugriff, also der Zugriff auf die Webseiten nicht so gut funktioniert. Da gibt es zum Beispiel Probleme in Ungarn. Es dürfte dort nicht erlaubt sein. Das kann manchmal passieren. Bei manchen Tools gibt es auch nicht in der Schweiz zum Beispiel. Also je nach Region ist es auch unterschiedlich, was diese Produkte dürfen. Opera AI, genau, das gibt's da auch. Und es gibt auch noch Browser-Erweiterungen, also etwas, was du in deinem Chrome-Browser, Chrome eignet sich dafür, installieren kannst, zum Beispiel Claude in Chrome. Wenn du also schon mit Claude arbeitest und da einen Pro-Account hast, dann empfiehlt sich, dass du diese Browser-Erweiterung installierst in deinem Chrome, dann kannst du es auch machen. Dann gibt's eine tolle Sache, Harper AI, da kannst du alle möglichen KIs verwenden, das ist auch eine Browser-Erweiterung und es gibt auch eine ChatGPT-Extension.
Allerdings finde ich, dass die Desktop-App besser ist. Aber auch das gibt's. Also, wenn du noch nichts downgeloadet hast, ich klicke dich da mal kurz durch und sag dir, was das kostet. Du brauchst eben, entweder du nutzt eine kostenlose Version oder du verwendest es häufiger und mehr und möchtest tiefer zugreifen, dann brauchst du halt auch eine KI, für die du bezahlst, je nachdem, was dir sympathisch ist. Hier ist dieser ChatGPT Desktop, den ich erwähnt habe, den kannst du hier downloaden. Es gibt eine Free-Version, es gibt die Go-Version für Schüler, Studenten, die kann auch schon einiges und ab 7,99 pro Monat. Ich habe die Plus-Version, 23 pro Monat. Die empfiehlt sich sehr, weil du da Projekte anlegen kannst und in diesen Projekten kannst du zum Beispiel auch deine Unterlagen reingeben für Human Design und dann lernt dieses Ding im Projekt und wird immer schlauer. Ja, also du kannst da wirklich Projekte und Wissen aufbauen. Dann gibt's diesen Dia-Browser, den gibt's nur für Mac. Unbedingt probieren, wenn du einen Mac hast. Ist wahnsinnig schnell, liefert tolle Antworten. Wirklich, wirklich tolles Ding. Dann gibt's den Comet-Browser unter Perplexity zu finden. Gibt's eine Free-Version, die kannst du ausprobieren, die geht auch ganz gut. Und ab 17 € im Monat hast du dann Zugang zu verschiedenen KIs, wie zum Beispiel Claude, Gemini und andere. Also wenn du sagst, ich lege mich nicht fest auf ein ChatGPT oder Claude, sondern ich möchte viele versuchen. Und wenn du diesen Browser magst, ein Kollege von mir verwendet den für spezielle Anwendungen sehr gern. Mit 17 € im Monat bist du dabei und hast im Prinzip Zugriff zu vielen verschiedenen Modellen. Dann gibt's den Microsoft Edge, der ist kostenlos. Unter exploremicrosoft.com kannst du den runterladen. Mit dem Seitenzugriff tut er sich manchmal ein bisschen schwer. Manchmal tut er sich auch ein bisschen schwer, die Balkengrafiken in 64 Keys zu lesen. Er kann aber viele Sachen sehr gut und von den Formulierungen her, gerade im Business-Kontext, finde ich den absolut brauchbar. Also wenn man den sowieso installiert hat mit Copilot, ist das auf jeden Fall eine Variante, den zu verwenden. Dann gibt's auch den Opera AI, der ist auch kostenlos, findest du hier. Manchmal ist der sehr gut, manchmal tut er sich schwer, ist nicht der beste, ich würde ihn nicht unbedingt empfehlen, aber auch den kann man ausprobieren und er ist kostenlos. Ja. Dann etwas, was viele schon verwenden, ist diese Claude Chrome Erweiterung. Also das installierst du und das siehst du dann hier mit diesem kleinen Ding. Ich habe das ja bei mir auch installiert, dieses kleine Sternchen in deinem Browserfenster. Das kannst du dann öffnen und kannst mit Chrome reden. Dazu braucht man aber einen Claude Pro Account ab 15 € im Monat. Also wenn du den sowieso hast, vielleicht schon, dann installier dir diese Erweiterung und die funktioniert auch wirklich, wirklich gut. Der guten Ordnung halber, Harper AI ab 14 € im Monat, da kriegst du auch, ist auch eine Browser-Erweiterung, bekommst du Zugang zu ChatGPT, Claude, Gemini, ist, glaube ich, ein ganz tolles Ding. Mir persönlich war es ein bisschen unsympathisch, weil es überall aufpoppt und immer mitreden will. Und ich habe es nicht geschafft, das sozusagen zum Schweigen zu bringen. Und war dann dauernd diese Erweiterung, die überall drin war. Das war mir persönlich ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, dass es toll funktioniert. Und ich kenne jemanden, der auf dieses Tool auch schwört. Einfach ausprobieren, schauen, was dir sympathisch ist. Aber wenn du schon ChatGPT-User bist und dafür zahlst, würde ich diese Desktop-App nehmen. Wenn du Claude-User bist, nimm diese Erweiterung. Die ist allerdings noch in der Beta-Version, an der wird noch gearbeitet. Also die wird mit der Zeit wahrscheinlich auch besser. Bevor wir dann in Live-Beispiele schauen, ganz wichtig zu Datenschutz und Datensicherheit. Also 64 Keys ist DSGVO-konform. Wir nehmen den Datenschutz ernst. Aber genau an diesem Punkt, wo diese Daten in amerikanische KIs fließen und du das nutzt, haben wir natürlich überhaupt keine Möglichkeit mehr, das zu kontrollieren. Das liegt dann, ja, gute Frage, in welcher Verantwortung eigentlich? Eigentlich in deiner. Du musst unterscheiden, was gebe ich preis, weil diese Daten sind geteilt, die sind weg. Wir wissen nicht, was damit passiert. Ja? Deswegen fängt der Datenschutz eigentlich an vor dem Öffnen eines AI-Browsers. Den Weg, den wir empfehlen, damit du auf der sicheren Seite bist, ich zeige das dann gerne her,
Datensatz in der Liste zum Example machen. Wir haben dafür eine tolle Funktion. Und einen neutralen oder anonymisierten Namen vergeben. In deinem normalen Browser, der nicht KI-fähig ist, was immer du verwendest, Safari, Microsoft, whatever, ich verwende meinen normalen Chrome und noch ohne KI-Tools, da mache ich das, einen neutralen, anonymisierten Namen und dann erst starte ich die KI-Funktionen oder dann erst gehe ich in dieses ChatGPT-Tool und spreche dann über diesen anonymisierten Datensatz. Es geht ChatGPT nichts an, wer mein nächster Klient ist und was der für persönliche Themen hat, die ich da vielleicht vorbereiten möchte. Ja. Ich zeige dir das noch einmal kurz. Angenommen, der Robin Williams, der hat heute Geburtstag, der wäre 73, wäre mein Klient und ich möchte jetzt persönliche, vertrauliche Dinge besprechen. Dann markiere ich ihn in der Liste, klicke hier oben auf Example, ja, und dann kommt so ein kleines Fensterchen, wo du sagst, du kannst das anonymisieren und ich nenne das jetzt Robin Chatbeispiel. Das ist für mich anonym genug und klicke auf OK. Und über den Aufruf hier Examples oder über den Namen Chatbeispiel finde ich das dann wieder. Und dann öffne ich erst dieses Chart und öffne die KI und dann habe ich kein Thema. Dann werden keine anonymen Informationen, also keine vertraulichen Informationen weitergegeben. Das ist sehr wichtig. Und bitte, wenn du diese KI-Browser installierst, teile nur ausgewählte Seiten mit deinem Browser. Die können den Inhalt geöffneter Webseiten und alles lesen, analysieren und sie können auch selbstständig agieren. Das heißt, sie können die Maus übernehmen und herumklicken. Du musst zwar, die sind zwar alle so eingestellt, dass du vorher deine Erlaubnis geben musst. Sie fragen dich also dann, darf ich die Maus übernehmen, darf ich selbstständig agieren? Aber trotzdem, nutze das nicht oder versehentlich bei deinem Online-Banking oder auf Webseiten mit sensiblen personenbezogenen Daten oder in persönlichen Chats oder so, wo du Passwörter, Kreditkarteninformationen hinterlegt hast. Ich würde es dort einfach nicht verwenden. Da soll dir die KI nicht über die Schulter schauen. Jemand schreibt, ich arbeite mit ChatGPT Plus, muss ich die App trotzdem herunterladen? Genau, also das ist die Frage, diese ChatGPT Desktop App musst du haben. Ich zeige euch die jetzt am besten gleich mal. Neuer Chat, hier. Wenn du diese ChatGPT Desktop App hast, das ist nicht das normale im Browser, wo du oben OpenAI eingibst in der URL, sondern es ist wirklich eine App, die du startest, wie ein Programm auf deinem Computer. Und dann hast du hier diese beiden Sachen, Chat und Work. Du musst gehen auf Folgendes, auf Work. Du willst arbeiten. Und was du jetzt noch machst, ist hier dieses kleine Icon auf der Seite, diese Seitenleiste einblenden. Das funktioniert auf Windows und Mac, sieht das genau gleich aus. Und jetzt kannst du hier eine URL eingeben, also eine Webseitenadresse. Also Work und hier diese Seitenleiste. Nur in diesem Chat allein geht's nicht. Also wenn du chattest und hier 64 Keys eingibst, funktioniert's nicht. Du musst auf Work gehen. Dort hat er die Fähigkeit zu lesen. Und jetzt schauen wir, ob es funktioniert, weil manchmal schwert es sich am Anfang, aber es geht. Also jetzt gibst du das ein. Ich bin sogar noch eingeloggt, das hat er sich gemerkt. Also so schaut das jetzt aus. Ich versuche das da irgendwie schön zu machen, dass man das alles gut sehen kann. Und diese Seitenleiste, die tue ich jetzt wieder ausblenden, sodass wir hier mehr Platz haben. So, jetzt habe ich hier mein Fenster und jetzt kann ich hier beliebige Charts öffnen. Also ich gehe mal da auf meine Examples von vorhin. Und da öffne ich jetzt einmal irgendein Beispiel, zum Beispiel diesen Reflektor hier. Und also vorher eine Chartanalyse habe ich euch schon gezeigt. Ich zeige euch jetzt noch eine kleine Sache, wo ihr auch testen könnt, ob es wirklich bei euch funktioniert. Wenn ihr zum Beispiel hier auf diesen Potenziale-Reiter geht, da findet ihr das Magic Square, das Triggerpotenzial und diese ganzen Einzeltore und so weiter. Und die Planeten. Und was wir hier gemacht haben, das ist aus unserer Mediathek, die Planetenstory. So viele haben sich das gewünscht. Wir haben in der Mediathek hergezeigt die Planetenstory, wo wir so zusammen keynoten, alle Planetenaktivierungen einer Person, kurz und bündig. Und dann haben wir uns gedacht, das ist eine schöne Sache, wenn wir das hier einbinden auf der Seite, die Anleitung, wie er so eine Planetenstory schreiben soll. Und jetzt sage ich ihm einfach, lies die Anleitung auf der Seite und schreib mir eine Planetenstory.
Hier kann ich auch noch das Modell wählen, das ich haben möchte, ob ich die 5,6er, 5,5er, 5,4er. Ich bin nicht sicher, was mir am besten gefällt. Einfach ausprobieren. Ich nehme jetzt da nicht das allerneueste Modell, sondern das letzte, das 5,5er Modell von ChatGPT. Okay, und dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Es wird jetzt ein bisschen dauern. Und er sagt jetzt auch, dass er jetzt die Browserverbindung sucht und die Anleitung liest. Die Verbindung steht. Ich hole jetzt den Text und achte auf die Aufgabenanleitung. Also ihr seht schon, er bemüht sich jetzt, dieser Anleitung zu folgen. Oder sie, wie auch immer. Habe die relevanten Chartdaten gefunden. Okay. Und er schreibt jetzt da, mal schauen, ob es richtig ist. Uranus. Ja, schau. Spannend. Hat sich genau vertan jetzt hier. Das ist der Vorzeigeeffekt, gell? Die Sonne stimmt. Die Erde 19 stimmt. Der Mond bringt den Fokus 54,4. Ne, das stimmt jetzt nicht, weil das ist der Mondknoten. Ist ein Vorzeigeeffekt. Manchmal funktioniert es wahnsinnig gut und jetzt irgendwie nicht. Ich lies noch einmal die Anleitung und verbinde Design und Persönlichkeit. Stellt sich gerade ein bisschen an. Venus 38,6 ist auch falsch. Hat er sich irgendwo vertan? Schauen wir mal. Jetzt geht er da aufs Magic Square. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das schon bemerkt habt, ich finde, dass ChatGPT am Vormittag besser funktioniert hier in Europa als am Nachmittag und Abend. Ich habe den Eindruck, dass der Bandbreite irgendwie am Abend ein bisschen weniger zur Verfügung steht. Schauen wir mal, ob es jetzt richtig... Also jetzt hat er aufs Magic Square gegeben. Jetzt ist er irgendwie völlig verwirrt, komischerweise. Normalerweise funktioniert das gut. Tut mir leid, dass es jetzt nicht funktioniert hat. Schauen wir mal auf eine andere Seite, zum Beispiel hier die Below-Line-Seite. Bringe die Informationen in einen schlüssigen Satz für diese Person. Schauen wir mal, was rauskommt. Da sehen wir jetzt unschuldige Motivation, Sichtweise selbstbezogen, Variable scharf. Diese Person funktioniert am stimmigsten, wenn sie absichtslos und allparteilich beobachtet, das Erlebte sehr persönlich nach innen verarbeitet, beziehungsorientiert und rezeptiv im Fluss Wissen sammelt und dieses in einer einfachen, visuell klaren, produktiv kühlen Umgebung als Ressource für andere verfügbar werden lässt. Das finde ich jetzt wieder sehr gut. Das ist ein toller Satz, den man ja dann auch noch verfeinern könnte, für einen Klienten mitgeben könnte als Mantra oder Beschreibung, oder du verwendest es in einem Lebenslauf oder für eine Recruiting-Empfehlung, was auch immer. Also da gibt's viele Möglichkeiten. Also das ist das Wesentliche zu ChatGPT. Warum das mit der Planetenstory hier nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich zeige euch das gleiche Beispiel vielleicht einmal in einem anderen Browser, im Dia-Browser. So, jetzt gehen wir noch einmal auf diese Potenziale-Seite. Ich öffne da einen neuen Chat. Das ist jetzt dieser Dia-Browser. Hier haben wir die Potenziale-Seite und jetzt schreibe ich hier noch einmal, lies die Anleitung auf der Seite und schreibe eine entsprechende Planetenstory. Dia hat das bis jetzt immer sehr gut gemacht. Genau.
Die Mondknoten mag er nicht auslesen, komisch. Also Sonne, Erde, mein Lebenszweck ist es, sensibel die Bedürfnisse von Menschen und Systemen wahrzunehmen. Er bezieht sich hier auf Tor 19 und Opfer für das Gemeinwohl zu bringen. Und in die Welt bringe ich eine schöpferische Originalität, die Schönheit durch klare Ideale ausdrückt. Mondknoten kann aus irgendeinem Grund nicht lesen, müssten eigentlich drinnen sein. Mond, während ich angetrieben bin, im Jetzt präsent zu sein, die 20.5 und spontane Einsichten mit realistischer Detailgenauigkeit auszudrücken. Da geht er sehr auf den Linientext, liegt mein innerer Fokus darauf, die verborgenen Wahrheiten hinter dem Leben zu erforschen, also das Tor 61 und so weiter. Also ihr seht, das funktioniert, diese Informationen sind hinterlegt und warum er die Mondknoten jetzt nicht lesen kann, ja, müsste ich nochmal nachfragen. Ich glaube, er würde sie finden beim zweiten Anlauf. Wo ist die Anleitung hinterlegt? Die ist hier versteckt auf der Seite. Ihr könnt euch das anschauen, wenn ihr in einem Browser den Seitenquelltext öffnet. Das ist maschinenlesbar im Hintergrund. Ja? Aber ist kein Geheimnis. Also Seitenquelltext öffnen, dann kannst du dir anschauen, was da für Anleitungen drinnen sind. Wir überarbeiten die Anleitungen auch laufend. Also erst gestern habe ich eine große Überarbeitung reingestellt, um Updates zu bringen und so weiter. Wir können uns noch ein Transitbeispiel vielleicht anschauen, wenn ihr das möchtet. Könntest du nochmal den letzten Prompt einfach sagen, wie der war? Planetenstory. Ich habe einfach geschrieben, lies die Anleitung auf der Seite. Also das empfiehlt sich immer, wenn du sicher gehen möchtest, dass er das tut. Und schreibe eine entsprechende Planetenstory. Also die Anleitung heißt Planetenstory. Ja. Danke. Einen Transit könnten wir uns noch anschauen. Welches Tool würdet ihr gerne noch sehen? Claude. Gut, machen wir Claude. So. Hier siehst du meinen aktuellen Tagestransit. Wofür ist das ein guter Tag? Irgendein Beispiel, eine Beispielfrage. Ja? Du kannst natürlich fragen, was du möchtest. Also das ist sein Plan, was er macht, und ich sage jetzt ja. Und es wird jetzt ein bisschen dauern, weil der Claude immer die Seite abfotografiert und den ganzen Text liest und JavaScript öffnet und so weiter. Ja, ein bisschen Geduld braucht's. Dafür muss man nicht selber arbeiten. Der heutige Transit, du bist Nicole, Projektor 5.1, weise Autorität, Erlöser, das höre ich gern. Der heutige Transit für den 21.12. zeigt folgende Aktivierungen. Tor 56, Venus. Stimmt auch nicht. Tor 60, 3, Sonne, das ist die Erde. Okay, da hat er sich vertan. Die Richtung, stimmt, Mondknoten. Menschen, wie du mit anderen interagierst, jetzt stimmt's hier wieder. Irgendwie hat er sich bei Sonne und Erde ein bisschen vertan. Da hat er wahrscheinlich die Symbole verwechselt. Menschen, Mond und Menschen wollen von dir einen stabilen Rahmen, aber dein Mond ist verwirrt, deine emotionale Führung ist nicht klar. Aha, okay. Ist das der Linientext wahrscheinlich? Okay. Tor 53.2, Merkur, Kommunikation über Neuanfänge, deine Bereitschaft. Ja, das ist richtig. Es ist hier auch ein bisschen ein Neuanfang. Tor 64 Mars, Verwirkung, Unklarheit in Konfrontationen. Vielleicht ist das der Grund, warum es vorhin nicht funktioniert hat. Tor 35,6, der Mond. Nein, das ist der Mars, den hat er hier verwechselt. Menschen brauchen Fortschritt von dir, aber du merkst, dass alte Muster zurückkommen. Ich bin jetzt nicht sicher, dass er die Anleitung auf der Seite gelesen hat. Ich frage ihn jetzt nochmal. Hast du die... Die Formulierungen kommen mir ein bisschen komisch vor heute, die kenne ich anders. Schauen wir mal, ob es jetzt besser wird. Das wäre auch ein interessanter Vorführeffekt. Du hast recht, ich habe die Anleitung nicht richtig gelesen. Nach dem Leitfaden sollte ich so vorgehen, Kernunterschied zu meiner bisherigen Interpretation. Der Leitfaden macht klar, Transite sind temporär. Richtiges Vorgehen wäre Sonne, Erde, Mondknoten, innere Planeten. Damit ich dir jetzt eine konkrete Analyse geben kann,
Kannst du mir das Chart noch einmal zeigen? Entschuldigung für den Fehler. Also irgendwie hat er nicht richtig Zugriff. Okay. Jetzt kommt's viel besser. Jetzt hat er das gelesen und jetzt ist es auch richtig. Die Sonne steht in 56,3, die Erde in 60,3, die Richtung Mondknoten, südlicher Knoten 59, Dynamik, Mond in 50,6, Werte, Konservatives bedeutet, dass Menschen dir heute nicht klarerweise sagen, was sie brauchen. Die emotionale Kommunikation ist rückwärts, nachdenklich, nicht aktiv. Deine emotionale Führung ist heute eher reflektierend als initiierend. Okay. Jedenfalls hat er jetzt die Informationen richtig. Die innere Entfaltung, Transformationsebene, gut, ein Tag für ehrliche Gespräche, die nicht neu sind, sondern klärend, gut akzeptieren, was ist, statt zu ändern. Das ist wahrscheinlich hier wegen der 60,3, wegen den Beschränkungen. Eher nicht neue große Dinge starten. Okay, Merkur ist allerdings in 53. Vorsicht, emotional rückwärts schauen kann wehtun, ist aber heilsam. Okay, gut, ist eine Transite-Analyse. Manchmal gibt es auch ganz, ganz hervorragende, also experimentier damit, ja. Ich habe jetzt hier auch wirklich ein älteres Modell gewählt. Ich glaube, dieses Opus-Modell, dieses neuere Claude-Modell ist hier auch ein bisschen besser. Also da kannst du auch experimentieren, was gut funktioniert und was vielleicht nicht so gut funktioniert. Ich zeige euch noch ein Beispiel. Lies die Anleitung auf der Seite und mache mir eine Analyse. Und jetzt, ich habe auch Levels spezifiziert. Ihr könnt es machen Anfängerlevel, fortgeschritten oder Expertenlevel. Im Expertenlevel geht er dann sehr tief. Im Anfängerlevel bleibt er so bei Typ und Zentren. Und beim Expertenlevel schaut er sehr tief. Ich schreibe das jetzt einmal dazu. Expertenlevel. Und ja, bleiben wir bei dem Modell. Das funktioniert ganz gut. So, jetzt mache ich diese Seitenleiste zu, dass wir mehr sehen können. Das ist jetzt mit meinem Chart als Beispiel. Jetzt schreibt er hier, die Seite enthält tatsächlich eine eigene KI. Ich habe die Anleitung der Seite mitgelesen, Expertenanalyse. Okay. Dein zentrales Motiv ist nicht machen, sondern Energie, Menschen, Ressourcen und emotionale Felder präzise wahrnehmen, prüfen und dann lenken. Okay, also ihr seht, er geht jetzt da in die Tiefe hinein, auch auf meine Below-the-Line-Daten, also Motivation, Sichtweise, investigativ, Variable, Quadranten, Team-Business-Ebene, Support, Koordination, Details, Kompetenz, Kernverdichtung. Dein Chart beschreibt eine Person, die durch emotionale Wahrheit, präzise Wahrnehmungen und fundierte Lösungskompetenz andere Menschen oder Systeme in Bewegung bringt. Also ist das nicht geil? Ich finde es irgendwie, also man muss aufpassen, wenn man damit arbeitet, dass man nicht irgendwie zu narzisstisch wird, weil die natürlich immer das alles so cool beschreiben, ja. Aber ist eine tolle Hilfestellung, um Dinge zu formulieren, ja. Also das ist sicher etwas, was ihr mit eurem eigenen Chart ausprobieren könnt, die verschiedenen Level, fortgeschritten, Expert, oder was du auch machen kannst, ist hier zum Beispiel, das wollte er ja vorhin machen, das Magic Square. Hier siehst du das Magic Square, schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Magic Square, analysiere mir vielleicht hier das mittlere. Analysiere mir meinen Einfluss auf andere. Das ist im Human Design immer so etwas, das nennen sie Outer Authority. Ich habe vergessen zu sagen, dass die Anleitung lesen soll. Schauen wir mal, ob es von selber macht. Richtig hat es gelesen. Merkur 19,3, Mars in 61,4, Jupiter 36,2.
und analysiert jetzt mein Magic Square. Also das habe ich schon ein paar Mal ausprobiert und ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe es dann noch einmal auf einer tieferen Ebene verstanden, was das heißt, weil einfach die KI gut reden kann und Zusammenhänge herstellen kann und ja. In einem Satz schreibt er hier, dein Einfluss auf andere ist die Fähigkeit, Menschen durch emotionale Präzision, Bedürfniswahrnehmung, tiefes Hinterfragen in Kontakt mit ihrer eigenen Wahrheit zu bringen. Im Schatten provozierend, verunsichert. Ja, verunsichernd, das ist ja richtig, ja, absolut richtig. Also spielt's euch rum. Ist ganz lustig. Gibt's jetzt irgendjemanden, der für sich noch nicht herausgefunden hat oder verstanden hat, wie es geht? Die Sabrina fragt, du loggst dich vorher einmal in der neuen ChatGPT Desktop App in 64 Keys ein. Genau. Und im anderen Browser, Chrome, bearbeitest du den Datensatz als Example vor und dann kopierst du den Link. Ganz genau. Das ist mein Workflow. Ihr könnt es natürlich auch anders machen, aber das ist empfehlenswert, um datenschutzmäßig auf der sicheren Seite zu sein. Und dann kannst du auch persönliche Dinge besprechen und brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du Informationen teilst. Die Ruth fragt, mich hat vor kurzem jemand gefragt, ob ich ihr sagen kann, wie sie sich am besten entfalten solle. Ernähren soll, das ist ja in dem Below the Line. Könntest du das auch einmal machen? Ja, natürlich. Gehen wir mal Demo-User, vielleicht öffnen wir irgendjemanden, der heute Geburtstag hat. Erling Haaland. Ja, super, ha? Den kennen wir ja jetzt alle, nehme ich mal an. Also wer das nicht mitbekommen hat, norwegischer Fußballstar. Und ich öffne die Below-Line-Seite. Förderliche Ernährung haben wir hier Licht, Tagesser, Berg, Integration, Variable Bär. Wissen wir nicht, ich glaube, von dem haben wir keine genaue Geburtszeit. Ja. Ich schaue gerade mal. Von dem haben wir keine Geburtszeit. Macht aber nichts für den Demo-Effekt. Lies diese Infos über Erling und sag, wie er sich optimal ernährt und seinen Körper unterstützt, oder? Ich lese die Below Health Informationen aus Erlings geöffneter Seite und, das ist jetzt wieder weg, und achte besonders, hat er gesagt, auf Kognition und Ernährung. Das fasst er jetzt hier noch einmal zusammen. Was sagt er da? Körper wird laut, wenn Ernährung weniger über strenge Lebensmittellisten läuft, sondern über Timing, Licht und visuelle Stimmigkeit, sollte idealerweise bei Tageslicht essen, nach Sonnenaufgang deutlich vor Sonnenuntergang. Spätes Essen, besonders nachts, wäre für dieses System ungünstig. Beim Essen ist direkter Kontakt mit Licht wichtig, draußen am Fenster in heller Umgebung. Der wichtigste Sinn ist visueller Fokus, optimal für den Alltag, Mahlzeiten tagsüber. Kognitionstyp Bär, ein Körper, der aktiv sein will, regelmäßige Bewegung und so weiter. Und dann ist hier noch die Bergumgebung, Orte mit weiter Höhe, Distanz zum Gewusel. Gewusel ist lustig. Zumindest eine Position, von der aus er das Ganze erfassen kann. Optisch stimmiger Nahrung. Erling unterstützt seinen Körper am besten mit optisch stimmiger Nahrung. Das ist interessant, weil dieser visuelle Fokus, das muss gut aussehen, das Essen. Habt ihr sonst noch Wünsche, Fragen, Anregungen? Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und viel Spaß beim Ausprobieren, gell? Und wenn Fragen kommen, einfach irgendwo stellen. Alles Liebe, tschüss!